Herzlich willkommen zur ersten Videoausgabe von 100 Monkeys. Wir sind hier in Hamburg in einem Loft in der Friedensallee und ich betone das mit der Friedensallee aus dem Grund, weil ich finde, es gibt keinen besseren Ort, um das Gespräch mit dem Mann zu führen, den ich heute eingeladen habe, Dr. Daniele Ganser, Historiker, Friedensforscher aus der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Lerich. Albert Einstein hat einmal gesagt, ich zitiere, 2 Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir Menschen zerstören unsere natürlichen Lebensräume, wir lassen zu, dass täglich Zehntausende Menschen verhungern, während wir in einem Zelt vorm Apple Store campieren, um das neueste Smartphone zu ergattern. Ist uns eigentlich noch bewusst, was wir da tagtäglich tun? Ja, ich denke, immer mehr Menschen wird es bewusst, dass es eine Art kollektiver Wahnsinn ist, dass irgendetwas nicht stimmt, dass es so auch längerfristig nicht weitergehen kann. Also ich denke, wenn ich so in meinem Freundeskreis schaue oder bei den Vorträgen schaue, dann sehe ich, dass viele Leute merken, dass wir in Umbruchszeiten leben. Das sind Umbruchszeiten. Es passiert viel, einiges passiert, das nicht gut ist, vieles passiert auch, das gut ist, das muss man unbedingt unterstreichen. Und diesen Umbruchszeiten versucht sich eben jeder so zu orientieren und irgendwie Boden unter den Füßen zu bekommen und sein Glück zu verfolgen. Was sind denn für Sie im Moment die größten Brennpunkte? Für mich sind die Themen Energie, Krieg, Frieden, Terror, das sind die großen 4 für mich. Energie spielt immer eine große Rolle. Wir brauchen natürlich viel Erdöl zum Beispiel. Wir brauchen 90 Millionen Fass Erdöl jeden Tag. Das sind 45 Supertanker. Wir haben 440 Atomkraftwerke. Wir brauchen Erdgas. Also die ganze Energiefrage ist für mich sehr, sehr entscheidend. Und da hoffe ich und verfolge ich die Vision der erneuerbaren Energien, wo Deutschland ja eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das heißt, ich bin ein Freund von Photovoltaik, habe das auch auf meinem Dach, von Elektromobilität. Ich habe ein Elektroauto, ich habe eine Wärmepumpe, habe die Gasheizung rausgenommen. Nichts jetzt gegen Putin, sondern einfach, ich versuche natürlich das auch zu leben, was ich als Forschungsresultate herausgefunden habe. Das heißt, das Energiethema, das bewegt mich sehr. Und die Vision 100% erneuerbare Energien ist eigentlich eine, dass ich glaube, das wäre für die Kinder und für die Enkel ein stabileres System. Also ich bin auch ein Befürworter des Atomausstiegs etc. Zweitens bin ich sehr engagiert in dieser Forschung zum Thema Krieg und Terror, weil es gibt eben noch eine große Gruppe, die glaubt, wir können die Probleme mit Gewalt lösen. Es gibt aber auch eine große Gruppe, die glaubt, das ist nicht möglich. Also wir werden die größten Probleme im 21. Jahrhundert vermutlich nicht mit Waffen lösen, vermutlich nicht mit Gewalt, sondern irgendwie anders. Und ich gehöre eben zu dieser Gruppe, die sagt, also mit Gewalt werden wir noch neue Probleme lösen. Es macht manchmal den Eindruck, dass man kurzfristig ein Problem mit Gewalt lösen kann. Aber ich denke, wenn man eine systematische Analyse macht, gerade des Afghanistan-Krieges, die Bundeswehr ist ja in Afghanistan, oder wenn man den Libyen-Krieg anschaut, 2011, oder den Irakkrieg 2003 mit den Lügen und den Massenvernichtungswaffen, dann sieht man doch, dass die Gewalt immer zu mehr Gewalt geführt hat. Also zum Beispiel die ehemaligen Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter von Saddam Hussein, die sind jetzt im IS. Also man stürzt Saddam und dann hat man den Islamischen Staat. Ich glaube nicht daran, dass wir die großen Probleme mit Gewalt lösen können. Gibt es denn aus Ihrer Sicht als Friedensforscher überhaupt sinnvolle Kriege? Nein, aus meiner Sicht gibt es keine sinnvolle Kriege. Es gibt meiner Meinung nach auch keine sinnvolle Gewalt gegen Kinder in der Erziehung, sondern das, was ich eigentlich fest davon überzeugt bin, ist, dass es sinnvolle Konflikte gibt. Und wenn ich das vielleicht ausführen darf, es ist ein großes Missverständnis, dass die Menschen manchmal haben, wenn sie hören, dass ich Friedensforscher bin, sagen sie, ja, aber dann sind sie sicher gegen Konflikte. Konflikte ist ja was Schreckliches. Und dann sage ich, im Gegenteil, suchen Sie Konflikte, gehen Sie in die Konflikte rein, trauen Sie sich. Konflikte sind wichtig, Konflikte sind wertvoll, aber Achtung, beachten Sie die Faustregel, Konflikte müssen unbedingt ohne Gewalt gelöst werden. Und das ist nicht ein Detail, weil ich sage jetzt mal, jeder ist immer wieder in Konflikten. Also wer eine Beziehung hat, hat mit dem Partner, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, dauernd Konflikte. Ich kenne keine Beziehung ohne Konflikte. Oder wer Kinder hat, der hat sicher diese Beobachtung, dass die Kinder immer Konflikte haben. Man kann dann sagen, wir gehen jetzt 2 Wochen in die Ferien, aber man soll sich nie denken, das sind 2 Wochen ohne Konflikte, sondern die Konflikte sind immer da. Und was eigentlich meiner Meinung nach passiert, ist, dass wir ein Bewusstsein entwickeln müssen, wie wertvoll es ist, an einem Konflikt auch zu wachsen, wenn man ihn ohne Gewalt löst.
In der Schweiz ist es so, dass die Konflikte oft die größten nicht jetzt mit Putin oder mit Cheney oder mit Saddam Hussein oder mit Gaddafi sind, sondern mit dem Nachbar, weil der irgendwie die Hecke anders geschnitten hat, als das im Gesetz steht. Und ich sage mal, die Konflikte sind meistens mit den Menschen, die man sieht, Auge in Auge, also mit dem Arbeitgeber, mit dem Lehrer, mit den Leuten, die man trifft. Und die Konflikte meiner Meinung nach sind wertvoll, wenn sie ohne Gewalt gelöst werden. Man kann vielleicht ein Beispiel nennen. Ein Mann und eine Frau haben einen Konflikt. Sie steigen sich immer mehr in den Konflikt rein und irgendwann empfindet einer der beiden den Konflikt als auswegslos und nützt dann Gewalt. Also der Mann nimmt eine Axt und schlägt sie der Frau in den Kopf, dann ist sie tot. Dann ist aber auch die Wachstumschance vorbei. Oder die Frau entscheidet sich, so geht es nicht weiter und vergiftet den Mann. Dann ist ja der Konflikt nicht gelöst, sondern einfach die Konfrontation ist weg, weil der andere ist begraben. Aber man sieht eben, wenn man das längerfristig beobachtet, dass diese Konflikte dann an anderer Stelle wieder ausbrechen. Sehen Sie es auch so, dass wir die Konflikte eigentlich am Ende immer nur bei uns selbst lösen können? Also sprich, müssen wir nicht unser Bewusstsein auch darauf trainieren, dass wir die Ersten sind, die friedlich handeln, um mit diesem Frieden dann auch andere anzustecken? Ja, also das, denke ich, ist eine der großen Einsichten, die sich sozusagen von Dalai Lama über Martin Luther King, über Mahatma Gandhi durchzieht, durch diese ganzen, ich sag mal, führenden Friedensforscher. Das sind wirklich die großen, an denen man sich orientieren soll. Man soll eigentlich schauen, wer hat den Friedensnobelpreis bekommen. Und natürlich gibt es da einige Ausrutscher, wie Obama, der amerikanische Präsident, hat den Friedensnobelpreis auch bekommen, aber völlig zu Unrecht. Also man muss sich das gar nicht irgendwie lesen, was er sagt. Aber die Dinge, die natürlich ein Dalai Lama sagt oder ein Martin Luther King oder auch ein Dag Hammarskjöld oder dann auch Sophie Scholl, Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg, das lohnt sich immer, das zu lesen. Das rate ich also auch allen 15- bis 25-Jährigen, sich mal diese Menschen reinzuziehen, was die eigentlich sagen. Und die sagen, Sophie Scholl zum Beispiel, wenn ich das zitieren darf, sie sagt, eigentlich haben wir alle Maßstäbe in uns drin selber, nur richten wir uns nicht danach, weil es die härtesten Maßstäbe sind. Das heißt, da hat sie völlig recht und man muss mal verstehen, was die Frau gemacht hat. Die hat während dem Zweiten Weltkrieg an der Universität in München Flugblätter ausgeteilt, in denen sie geschrieben hat, das, was Hitler tut, ist nicht richtig. Dann wurde sie festgenommen und enthauptet. Also die Leute gehen ja auch mit einer Konsequenz vor, dass sie eigentlich ihre eigene Angst überwinden. Oder was hat ein Nelson Mandela gemacht? Der hat eigentlich gesagt, es ist nicht richtig, dass in Südafrika die Weißen als einzige die Regierung bilden. Wir sollten eine gemischte Regierung haben. Und dann war er auf Robben Island mehrere Jahre im Gefängnis. Und als er dann rauskam, war er nicht gewalttätig. Hätte er sein können. Er hat gesagt, also ihr seid jetzt alles Idioten, ihr habt mich eingesperrt, gebt mir bitte einen Kalaschnikow, ich mähe euch nieder. Immer die Option, der Mensch hat immer die Option, gewalttätig zu sein. Und ich möchte einfach alle dazu anregen, eigentlich das nicht zu sein, sondern den anderen Weg zu gehen. In einem Popsong von Sido und Andreas Burani heißt es, fast 8 Milliarden Menschen und die Menschlichkeit fehlt. Warum fehlt die Menschlichkeit? Ist das der Song Ich heb ab? Meine Kinder lieben den, die singen den vorwärts und rückwärts. Meine Tochter kann den auswendig, diesen Song, und ich finde es wirklich einen guten Song, muss ich wirklich sagen. Ja. Genau. Und ich finde, da haben die beiden Künstler wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist so, dass mitunter die Menschlichkeit fehlt. Sie spitzen ein bisschen zu. Sie meinen ja nicht, die Menschlichkeit fehlt überall. Aber die Menschlichkeit fehlt vor allem in den Spitzen der internationalen Politik. Also wir haben heute keine Führer mehr, zu denen wir sozusagen raufblicken können. Überhaupt das Wort Führer ist ja natürlich historisch belastet. Aber es braucht manchmal Idole, wo man sagen kann, also kann man den eigenen Kindern sagen, mach so wie der? Und muss man weit suchen. Also wie denn? Ja? Und da sind wir vielleicht in einer Zeit, wo jeder einfach die Menschlichkeit bei sich finden muss und sie so gut leben kann, wie er eben kann. Weil wir sind ja auch alle unvollkommen. Und viele Leute sagen dann, ja, also das ist ja super anstrengend. Ich kann es einfach für mich auch erklären. Bei mir in der Familie ist es so, dass wenn wir mal einen Konflikt haben, dann sagen die Kinder dann sehr schnell, ja, aber Papa, du musst jetzt ja auch nicht rumbrüllen, du bist doch der Friedensforscher. Das ist eine super harte Messlatte, das heißt, ich kann mir ja fast keine Ausrutscher leisten, weil sonst kommt das direkt zurückgespiegelt.
Und dann sage ich auch, ja, ich brülle ja gar nicht rum. Dann sagen sie, aber du bist ja richtig sauer. Und sage ich, ja, ich bin sauer. Und dann gibt es ja auch diese Gründe und dann kommt es an diesen Punkt, den Sie eben gesagt haben, es geht am Schluss in die Selbstreflexion rein, wo man selber merkt, das sind meine Ängste, das sind meine Wünsche, das sind meine Muster, das ist meine Erziehung, das ist mein Rucksack. Und ich denke, da sind wir jetzt mittendrin in diesem Prozess, wo jeder eigentlich mit sich selbst am Überlegen ist, was will ich und wie löse ich im Moment meine Konflikte. Und man wird sehen, man hat Muster und das sind nicht unbedingt die besten, es sind einfach die man gewohnt ist. Wenn man sich das alles so durch den Kopf gehen lässt und auch mein Ziel ist es ja letztendlich zum Frieden beizutragen, dann komme ich aber im Moment zu dem Ergebnis, dass es eigentlich wesentlich schwieriger ist, für Frieden zu sein als für Krieg. Ist das eine falsche Empfindung? Vielleicht, ja. Also ich glaube, es ist sehr, sehr richtig und einfach für Frieden zu sein, weil man hat dann diesen Punkt, dass man sagt, ich glaube nicht an die Lösungen, die Gewalt beinhalten. Ja, weil die andere Gruppe sagt ja, die Bundeswehr ist in Afghanistan, um eben den Terrorismus zu bekämpfen. Den Terrorismus haben wir bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesehen. Die Amerikaner haben uns gesagt, wir müssen nach Afghanistan, dort hat man Osama Bin Laden und der ist zuständig für die Konflikte. Dann sage ich immer, gut, also man kann ja allem blind folgen. Das ist aber wie beim Rattenfänger von Hameln, wenn der jetzt eine Musik spielt und die ganzen Ratten mit ins Wasser laufen. Also so sind wir ja, wenn wir blind an den Hindukusch gehen. Ja. Und sind wir aber. Und darum haben Sie auch recht. Also es ist zum Teil einfacher, blind zu folgen. Aber ich denke, gerade aufgeklärte Geister heute, die sehen natürlich, dass man es umgekehrt sehr, sehr ablehnen würde, wenn die Afghanen jetzt Truppen in Deutschland stationieren würden. Da muss man gar nicht Experte für internationale Politik sein, da merkt man sofort, das würden wir nicht wollen. Und dann kann man sich fragen, warum soll denn das Umgekehrte richtig sein? Und da kommt man natürlich auf die ganze Geschichte vom Terrorismus. Und die wird uns auf allen Kanälen jeden Tag erzählt. Das einfache Weltbild heute ist ja, hier in den NATO-Staaten, die Muslime sind böse und die Russen sind böse. Das haben sie also jeden Tag rauf und runter und irgendwann glaubt man das, außer man ist achtsam. Und dann kommt der zweite Satz und der heißt so viel wie, das Böse muss man halt bekämpfen. War schon immer so. Da müssen halt ein paar Tornados nach Syrien, weil dort sind ja die bösen Muslime, also muss man die bombardieren. Und wenn Sie ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, dann haben wir einen ganz anderen Blick. Dann plötzlich sieht man Rohstoffkriege, man sieht Militärstützpunkte, man sieht Imperien, man sieht Machtkämpfe, man sieht Rüstungsindustrie. Und dann sieht man, das Ganze ist eigentlich eine Propaganda. Es ist eine Propaganda, um Ressourcenkriege zu legitimieren. Am besten, wer wirklich ein Anfänger ist, der soll die ABC-Waffen im Irak nochmal recherchieren. Aber woran liegt das, dass die Wahrheit so wehtut? Weil wir daran beteiligt sind. Wir sind nicht einfach die Guten. Also das wären wir gerne. Wir wären gerne völlig unbeteiligt. Es wäre uns viel wohler in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Das sind ja die 3 Länder, wo ich am meisten Kommunikation mache. Und das sind interessante Länder, rein historisch, über die letzten 200-300 Jahre. Und das ist halt auch mein Sprachraum. Ja. Das sind 100 Millionen Menschen. Und wir wären gerne die Guten. Das ist ein ganz großes Bedürfnis. Wir wollen nicht die sein, die für Gewalt zuständig sind. Und wenn man das jetzt aufdröselt, dann sieht man nun gut, von diesen 3 Ländern ist Deutschland in der NATO und die Schweizer und die Österreicher, die rennen so der NATO hintendrein. Die sind zwar nicht NATO-Mitglied, aber die Schweiz ist zum Beispiel in dieser Partnership for Peace, was übrigens ein idiotischer Name ist, also da hat nichts viel mit Peace zu tun. Aber ich sage mal, diese 28 NATO-Länder, die haben in der letzten Zeit Libyen angegriffen, das war 2011. Das Land ist in Schutt und Asche gelegt worden. Die haben Afghanistan angegriffen, das war 2001. Das Land ist seit 15 Jahren jetzt im Krieg. Das ist also ein längerer Krieg als der Zweite Weltkrieg. Man hat den Irak bombardiert unter falschen Vorwänden. Das heißt, die NATO ist im Moment ein Club, wo man einfach den Amerikanern hintendrein rennt, wenn die sagen, ab in den Krieg. Und es ist ja... Sie nennt sich aber die größte Friedensorganisation der Welt. Genau, und das ist einfach eine Lüge. Also das muss man halt selber recherchieren. Und dann muss man sich fragen, ja, wie wäre es denn, wenn jetzt sozusagen der Irak die USA angegriffen hätte, 2003? Dann würde jeder erkennen, das wäre doch nicht richtig. Es darf doch nicht ein Land ein anderes Land angreifen.
Und das ist halt etwas, was man vertiefen muss. Und dann sagen mir gewisse Leute, ich habe ja viele Kollegen, die sind Lehrer, die sagen mir, ja, also gut, es gab kein Mandat des UNO-Sicherheitsrats für den Angriff in den Irak. Und ich verstehe, du bist Historiker, für dich ist das wichtig. Für mich ist es aber wichtig, dass Saddam Hussein getötet wurde. Dann sage ich, warum ist das für dich wichtig? Weil sie sagen, ja, das ist eben der Kampf gegen einen gewalttätigen Diktator. Und die muss man eben wegräumen. Das heißt, sie hängen noch in diesem alten Bewusstsein, Gewalt mit Gewalt auszulöschen. Und ich sage dann immer, ja, weißt du, dass 1979 die CIA dafür gesorgt hat, dass Saddam Hussein überhaupt an die Macht kam? Und danach 1980 hat der Irak den Iran angegriffen und die Amerikaner haben eben zuerst Saddam Hussein auch durchaus unterstützt, weil sie Khomeini im Iran noch mehr hassten. Und am Schluss haben sie beide Seiten beliefert und es gibt amerikanische Sicherheitsberater, die gesagt haben, es ist eigentlich zu schade, dass sie sich nicht gegenseitig töten, die Iraner und Iraker. Und es gibt amerikanische Experten wie Friedman, die sagen, man sollte die Deutschen gegen die Russen hetzen, weil zusammen sind sie eine Herausforderung für das amerikanische Imperium und am besten wäre es, wenn die Deutschen und die Russen sich gegenseitig töten. Weil letztendlich am Ende es darum geht, mehr Kapital zu vermehren, weil wenn man die neue Oxfam-Studie anschaut, 68 Superreichen gehört zwar der ärmere Teil der Welt, aber immerhin kein schlechtes Ergebnis, dann hört sich das für mich schon danach an, dass es einige wenige sind, die über alle bestimmen. Wir sind aber eigentlich in der Mehrheit und das sollte man sich vielleicht bewusst machen. Ja, oder? Klar. Also das ist diese Geschichte von den Oligarchen. Man kennt ja dieses Wort. Nur der normale Europäer denkt bei den Oligarchen immer, ja, die gibt es in Russland. So wie Eisbären gibt es am Nordpol. Aber Oligarchen, das ist einfach die Oberschicht, das sind die Milliardäre, das sind also nicht mehr Millionen, sondern das sind Milliarden. Die Millionen, die haben 6-0 und die Milliarden, die haben eben 9-0 und da kommen wir in Sphären, wo man dann plötzlich merkt, okay, was ist denn da los? Und dann merkt man, die Milliardäre profitieren von den Kriegen. Und sie kontrollieren die Medien und möchten uns immer wieder erklären, dass die Kriege eine tolle Sache sind. Und solange wir dieses Bewusstsein haben, dass wir einfach sagen, na gut, was im Spiegel steht, was in der Süddeutschen Zeitung steht, was auf ZDF kommt und was in Bild kommt, das muss ja stimmen, weil da sind doch sicher studierte, kluge Leute, die das schreiben, die können doch nicht falsch liegen. Da haben wir einfach nicht begriffen, dass natürlich einflussreiche Oligarchen in den NATO-Ländern die NATO-Presse lenken. Und darum haben wir immer diesen Einheitsbrei, der eben sagt, also natürlich auf Blogs und so, die da interessante andere Ansichten bringen, aber wir haben schon immer den Einheitsbrei, der sagt, wir müssen die großen Probleme jetzt mit Gewalt lösen. Und es wird nicht gesehen, dass die Rüstungsausgaben zum Beispiel der USA 600 Milliarden betragen, das sind 2 Milliarden pro Tag. Und wer das aber damit weiß, könnte man einer Menge Menschen helfen. Ja klar, mit dem könnten Sie sofort eine dezentrale erneuerbare Energiestruktur aufbauen, aber sofort. Sie könnten Schulen aufbauen in einer wunderbaren Art. Sie könnten auch Kurse anbieten, gerade in den Gebieten, wo Gewalt sehr, sehr stark dominant ist, weil wir haben alle Instrumente dabei, wie man eigentlich verfeindete Gruppen zusammenbringt. Es braucht immer Vergebung. Ohne Vergebung läuft gar nichts. Und das ist auch in einer Beziehung so. Jeder weiß, dass wenn man nicht bereit ist zu vergeben, dann geht es in den Endkampf. Und da kann man gleich die Axt holen. Welche Rolle spielen bei all dem die Medien? Sie haben es eben schon kurz angesprochen, die Medien werden kontrolliert, so nennen Sie das. Dafür stehen Sie auch immer wieder in der Kritik, dass Sie das sagen. Ja. Es gibt auf der anderen Seite das Internet mit eben Möglichkeiten für jeden, seine Meinung kundzutun. Ja. Wie stehen Sie dazu? Also wie sollte sich der junge Mensch oder überhaupt der Mensch heutzutage bewusst mit Medien informieren? Er muss sich zuerst klar sein, dass er viel Medien konsumiert, bevor er stirbt. Jeder. Das sind Stunden. Also wir sprechen hier nicht um Kleinigkeiten, so ist es wie bei der Ernährung. Man nimmt Informationen auf beim Essen und das, was man isst, das ist dann auch das, was man isst, sozusagen. Und bei den Medien ist es dasselbe. Also wenn man eine Zeitung hat und die jeden Tag liest und das 40 Jahre lang, dann denkt man am Schluss genauso wie die Chefredaktion. Weil dann gibt man eigentlich immer seinen Kopf ab an die das schreiben. Man denkt mit dem Kopf eines anderen und man hat diese unterwürfige Position von, der kommt besser draus. Ich kann ja nicht mal erklären, was der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten ist. Und darum, weil der besser draus kommt, schließt man sich der Schlussfolgerung, die Bundeswehr muss nach Afghanistan an, weil man sagt, ich blicke ja eh nicht durch. Und da ist eigentlich meine Durchsage, dass man auf jeden Fall mündig sein soll und sagen soll, ich war immer gegen Krieg und auch wenn ich jetzt nicht genau begreife, was dieser Anschlag Charlie Hebdo in Paris war, ich bin immer noch gegen Krieg.
Und das Wesentliche ist, und das habe ich halt selber erfahren als Forscher, da war ich an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich, dass wir in der Forschung zum Teil nicht frei sind, das zu erklären, was unsere Forschungsresultate sind. Bei mir war das, ja, jeder hat so sein Erlebnis, ja, und mein Erlebnis war halt die Forschung zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001, weil meine Doktorarbeit, die war zu den NATO-Geheimarmeen und inszeniertem Terrorismus, das heißt, ich bin ein Spezialist für verdeckte Kriegsführung. Dazu haben Sie ja auch Bücher geschrieben, ja, kann man nur sehr empfehlen. Und das gibt es nicht so viele Experte für verdeckte Kriegsführung und ich war darum natürlich sehr exponiert, als die Terroranschläge passiert sind. Und dann habe ich bald mal, nach 5, 6 Jahren, das ist für die Historiker bald, habe ich mich zu Wort gemeldet. Also wir warten immer ein paar Jahre, aber nach 5 Jahren habe ich gefunden, was ich ein wichtiger Punkt finde, ist halt dieser Einsturz von diesem 3. Gebäude WTC 7, das nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde. Und dann habe ich einen Artikel in der Schweizer Medienlandschaft, eben in der Mainstream-Presse publiziert und dann hat sofort die amerikanische Botschaft interveniert und hat dann gesagt, Herr Ganz ist ein Verschwörungstheoretiker. Das heißt, Sie haben letztendlich gar nichts behauptet, Sie haben nur nachgeforscht, wenn ich das richtig verstehe. Ja, klar. Ich habe gesagt, das sind 3 Gebäude zusammengestürzt und für die meisten Menschen ist halt 9/11 2 Gebäude in New York. WTC 1 und WTC 2, Flugzeug, Turm, das ist für die meisten Menschen die Sache. Und im Hintergrund geht ein 3. Gebäude runter, da ist aber kein Flieger rein. Also ist nach aristotelischer Logik klar, dass das 3. Gebäude nicht wegen dem Flugzeug eingestürzt ist, weil es gar kein Flugzeug reingeflogen ist. Und dann habe ich mit Baustatikern gesprochen, die haben mir gesagt, das ist gesprengt. Und dann habe ich gesagt, nun gut, gibt es noch eine andere Geschichte, weil der Historiker muss immer alle Fährten prüfen. Und die andere Geschichte ist, dass WTC 7 wegen Feuer zusammengestürzt ist. Und da lasse ich auch allen wirklich den freien Willen, dass sie wählen können zwischen Feuer oder Sprengung. Und dann sage ich einfach, das Gebäude hat 81 Stahlsäulen und gemäß dem NIST, das ist das amerikanische Untersuchungsgremium, wurde Säule 79 wegen Feuer destabilisiert und darum ist das ganze Gebäude zusammengestürzt. Und das bringe ich dann so in einem Artikel und sage, gut, jetzt kann jeder selber entscheiden, ob er denkt, es ist eher Feuer oder eher Sprengung. Und das sind natürlich die Details. Ja. Wenige Menschen gehen so tief in die Materie rein, aber für uns Historiker ist das das tägliche Brot. Und was ich natürlich fordere, ist, dass die Medien hier differenziert berichten und nicht einfach auf den Wissenschaftlern rumhacken, wenn die ihre Forschungsresultate präsentieren. Also da war ich schon sauer, das kann ich aber kann man sagen, da hatte ich einen Konflikt. Ja, ja. Aber Sie wirken so ruhig. Können Sie wirklich sauer werden? Also können Sie richtig wütend werden? Ja, wenn meine Forschung unterdrückt wird, dann empfinde ich eine große Ungerechtigkeit. Also das spüre ich einfach in mir drin, dass ich dann merke, und bei mir ist das dann so, dass ich habe mir gesagt, ja, die Forschung, ja, ich bin 72 geboren, ich habe 92 Abitur gemacht und 2001 habe ich promoviert. Also wenn ich mir mein Leben anschaue, dann war ich ja sozusagen 20 Jahre in Ausbildung. Wer hat denn das finanziert? Das finanziert die Öffentlichkeit. Die Universitäten, ich war an der Universität Basel, ich habe Stipendien bekommen, 40.000 Schweizer Franken, um an der LSE in London zu studieren. Das sind Tausende von Franken sind in meine Ausbildung geflossen, die ich nicht selber hatte. Okay? Und dann sage ich mir, wenn die Öffentlichkeit einigen, die sie als geeignet empfindet, sozusagen Überprüfungen, natürlich Selektionsmechanismen erlaubt, sehr, sehr lange in die Ausbildung zu gehen, dann ist es völlig absurd, wenn diese Leute ihre Forschungsresultate nach langer Zeit nicht präsentieren können. Weil die Öffentlichkeit hat ja vor allem ein Interesse dann an den Forschungsresultaten. Das heißt, die Wissenschaftler sind der Wahrheit verpflichtet. Und wenn die Medien das nicht sind, dann ist das Problem der Medien. Und ich sage einfach, bei 9/11 ist meine persönliche Meinung, hat die Neue Zürcher Zeitung, das ist die führende Zeitung in der Schweiz, völlig versagt. Die hat einfach blind alles nachgeplappert, was Bush gesagt hat. Das heißt, sie ist dort im Mainstream. Auch der Spiegel in Deutschland, ein ganz wichtiges Informationsblatt, hat bei 9/11 völlig versagt. Ja. Süddeutsche Zeitung, Bild, alles, das habe ich alles studiert, nur zu 9/11. Und das ist natürlich, wenn ich sage, wenn so wichtige Blätter beim größten Terroranschlag der Geschichte versagen, ja, dann ist schon ein Problem, weil wir sind ja sehr darauf angewiesen, dass wir diese Phänomene verstehen, weil diese Phänomene sind grundlegend dafür heute, dass wir überhaupt weiterhin daran glauben, mehr Gewalt löst die Probleme. Das ist ja unsere Analyse. Ja.
Aber und wir ja eigentlich dahin kommen sollten zu sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen also weniger Gewalt, wir brauchen mehr Bewusstsein für Frieden, wir brauchen mehr Bewusstsein einfach dafür, empathisch dem anderen zu begegnen und zu gucken, was ist sein Problem. Sie sagen es genau richtig. Also die Bombardierung vom Irak, ja, man hat ja den Irak mit 9/11 in Verbindung gebracht. Viele amerikanische Soldaten glauben, dass sie im Irak sind, weil Saddam Hussein etwas mit 9/11 zu tun hat. Das ist totaler Brainwash. Und das, was ich sagen kann, ist, oder was ich unterstreichen möchte, ist das, was Sie sagen. Die Menschen müssen erkennen, dass die anderen auch Menschen sind. Die Iraker sind auch Menschen. Die Afghanen sind auch Menschen. Die Libyer sind auch Menschen. Das sind doch nicht alles Terroristen, die man auslöschen soll. Das sind Menschen. Natürlich, es gibt Gewalt im Islam. Das muss man kritisieren. Es gibt Enthauptungen in Saudi-Arabien etc., im islamischen Staat. Das sind gefährliche Entwicklungen. Es ist aber das Problem der Gewalt. Und das Problem der Gewalt haben wir auch in den NATO-Ländern noch in viel größerem Ausmaß. Also wir haben 1 Million Tote im Irakkrieg seit 2003. Und dafür sind Bush und Blair verantwortlich. Sie haben einen illegalen Angriffskrieg gemacht, darum sind sie eigentlich Kriegsverbrecher. Die müssten vor ein Kriegsverbrechertribunal. Aber wenn man das sagt, dann sind die Leute schon schockiert und haben das Gefühl, ja, das darf man jetzt aber nicht sagen. Warum soll man es nicht sagen? Wie hat Ihr Umfeld, Ihre Familie darauf reagiert? Haben die versucht dann zu sagen, also forsch lieber in andere Richtung weiter? Forsch lieber zum Schweizer Burgenbau im 16. Jahrhundert, nein. Naja, ich stelle mir jetzt vor, dass das ja auch einen großen Einfluss auf Ihren persönlichen Kreis sehr, sehr. hat. Nein, also da kann ich nur sagen, meine Frau hat mich unterstützt und das war für mich überlebensnotwendig, weil es war natürlich dann klar, dass ich an der ETH Zürich auch Probleme bekommen habe, weil viele Schweizer sich sagen, wir sollten uns nicht mit den Amerikanern anlegen, warum sollten wir 9/11 neu aufrollen, warum sollten wir den Irakkrieg, warum sollten wir uns kritisch mit der NATO auseinandersetzen, ist doch mühsam, A, mühsam und B, wird sich das finanziell nicht rechnen, ja. Es ist doch viel klüger, wir arbeiten einfach mit den Amerikanern zusammen und schweigen. Und das ist die Position von sehr vielen Menschen, die Karriere machen wollen. Und für mich war dann klar, dass es Probleme geben würde. Ich habe mich mit meiner Frau besprochen und sie hat gesagt, wenn das deine Forschungsresultate sind, bleib dabei, weil wenn du dir jetzt den Rücken verbiegst, dann bekommst du den das Leben lang nicht mehr gerade. Das heißt, man muss unbedingt, egal was man forscht, also ich forsche jetzt zu Krieg und Terror, aber kann ja andere forschen in der Medizin, forschen alle, die ihren Weg gehen. Ich meine ja auch nicht nur die Wissenschaftler, jeder, der an seinem Ort ist, wo er ist, soll doch bitte so gut wie er kann so leben, wie er glaubt, dass es richtig ist. Weil am Schluss, wenn man stirbt, ja, man ist auf dem Bett, man hat keine Kraft mehr, man kann kaum mehr die Augen öffnen, dann denkt man, meine Güte, wäre ich doch mutiger gewesen. Da gab es viele Möglichkeiten. Und ja, dann war ich halt ängstlich oder ich habe diese Chance ausgelassen und jene. Ja, und das will ich auf keinen Fall, weil da habe ich wirklich viel gelesen von Menschen, die am Schluss bereut haben, dass sie nicht mutiger waren. Das heißt gar nicht mal so sehr die Angst vom Tod, sondern vielmehr die Angst vor den verpassten Gelegenheiten. Genau, weil wirklich das Leben ist auf jeden Fall tödlich, das ist garantiert. Die Briten, die sagen das so schön, die sagen, nothing is guaranteed in life but death and taxes. Also nichts ist garantiert außer Steuern und Tod. Und das ist eben so. Und dann ist ja nicht die Frage, wie können wir sozusagen für immer leben. Ja, das will ja gar niemand. Sondern ich glaube eher, wie können wir ein sinnvolles Leben führen und wie gestaltet man ein Leben, das in einem Bewusstsein sich auch verwurzelt, wo man am Schluss sagen kann, ich habe jetzt nicht alle Kriege und alle Terroranschläge aufklären und stoppen können, aber ich habe doch das getan, was ich für richtig empfand. Und da ist auch ganz wichtig, dass man sich dann nicht sagt, ja, jetzt gibt es immer noch Krieg und Terror und jetzt bin ich gestorben, das ist ja richtig eine Niederlage oder so im Sinne von, ja, die meisten Menschen, ich kann es nur bei mir beobachten, die haben ja diesen Ansatz, wie ich räume jetzt mal das Zimmer auf von den Kindern. Also das ist einfach eine Erfahrung, die ich habe, dass mein Sohn macht immer, also ich weiß nicht, das ist ein riesen Ghetto im Zimmer. Und ja, da kennen viele, genau, mehrere Ghettos habe ich da zu Hause. Und dann denke ich manchmal so, jetzt braucht es Ordnung. Ordnung und dann sage ich ihm, du musst das alleine, dann kann er das nicht so richtig, weil er ist jetzt 7 und dann helfe ich ihm dann auch, dann sage ich ihm, Holz kommt hier, Lego kommt da, CDs kommen hier, Kleider kommen dort und alles gemischt geht nicht. Und dann, ich sage mal nach einer Stunde oder so, ist das geordnet. Dann kann man also mit dem Staubsauger wieder durchs Zimmer und die Sache ist erledigt. Und mit diesem mentalen Ansatz von ich räume ein Zimmer auf, gehen wir an die Welt. Ja, man denkt, jetzt gibt es ja Terror, gibt es Krieg, jetzt räumen wir mal auf.
Und das muss dann auch gemacht sein. Ja? Also in den nächsten, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahren, das ist ja ein größeres Projekt. Zimmer aufräumen 1 Stunde, 10 Jahre für die Kriege. So geht es nicht. Das ist viel komplizierter und man muss vermutlich am Schluss in Anbetracht eines unaufgeräumten Weltzimmers sterben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles erledigt ist. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass man eben in dieser Arbeit einen Beitrag leisten kann. Es ist so wie, wie soll ich sagen, Martin Luther King sagt, und wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute einen Baum. Das bedeutet aber auch, seinen Seelenplan zu leben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach zu spüren, was ist richtig und gut für mich, was tut mir nicht so gut und mich auch auf diese Intuition zu verlassen. Genau. Weil ich glaube, wir wären nicht so gut manipulierbar, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn wir mutiger wären, mehr Selbstbewusstsein hätten, um die Dinge zu tun, die Talente zu leben, die wirklich in uns stecken. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das, was Sophie Scholl oder eben Dalai Lama oder Martin Luther King, ich sage nur immer wieder diese Namen, oder Dag Hammarskjöld, wenn man diese Friedensnobelpreisträger oder die führenden Leute in der Friedensbewegung, auch Aung San Suu Kyi von Myanmar, also wenn man die beobachtet, die arbeiten von der Seele aus. Und vielleicht gerade, das ist ein wichtiger Punkt für die 15- bis 25-Jährigen, wenn die zum Beispiel The Voice of Germany sich anschauen, das finde ich eine tolle Sendung. Ich bin ja voll auch in diesem Mainstream, also ich schaue Champions League, ich schaue The Voice of Germany. Meine Frau sagt schon lange, gib doch den Fernseher weg, das ist nur Kriegspropaganda und Müll. Und ich sage, nein, aber The Voice of Germany ist ja keine Kriegspropaganda. Schöne Musik, genau. Ich muss ja schauen, wer jetzt Bayern in der Champions League weiterkommt. Also da bin ich völlig Mainstream. Und da sage ich einfach, die Coaches sagen ja bei den Blind Auditions bei Voice of Germany ganz klar, du musst von der Seele her singen, weil sonst sind wir nicht berührt, weil da hast du die meiste Power. Und das ist etwas, was ich den Jungen mitgeben möchte, auch wenn sie jetzt nicht singen. Es soll ja nicht jeder Singer werden, das ist heute so eine idiotische Idee, alle wollen Singer werden, also nicht idiotisch. Alle werden Superstars. Ich sage nur, der Hauptpunkt, was man mitnehmen kann, ist wirklich, du bist okay, so wie du bist, ja. Und du hast eine wunderbare Kraft in dir, nutz sie. Weil viele werden ja niedergemacht. Also sagen, du hast die falsche Nase oder du hast zu wenig Geld oder du kannst keine Mathematik, also bist ein Idiot. Und so sammelt man da sozusagen diese Negativdefinitionen und man fliegt wirklich völlig unter dem eigenen Potenzial. Das heißt, man sollte einfach es vom Prinzip her umkehren und auch sagen, also ich habe gelernt für mein Leben, die Leute, die am schwierigsten sind eigentlich die größten Lehrmeister. Nach dem Prinzip, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Genau. Sondern wir betrachten eine Situation, die wir vielleicht als unangenehm empfinden, aber wir schrecken nicht davor zurück, sondern nehmen sie halt an und beginnen quasi zu schauen, warum ist das so und was können wir daraus erkennen. Das ist genau richtig. Es kommt auf das Bewusstsein an. Wir müssen uns in jeder Situation, und das kann ich, jetzt bin ich 43, bald werde ich 44, ich kann jetzt wirklich im Rückblick erkennen, dass diese Momente, wo ich am meisten Probleme hatte, also dort, wo meine Forschungsresultate auf Widerstand gestoßen sind, da war ich auch traurig. Ja? Es ist normal, dass man hin und wieder traurig ist oder mutlos, man hat Angst, man denkt, was passiert denn mit meinem Leben, jetzt geht alles vor die Hunde, ich hatte Bestnoten, das ging alles Karriere darauf und dann plötzlich kam ich an 9/11, dann ging alles runter. Und dann hatte ich natürlich Probleme mit mir, ich habe wirklich gesagt, ja, das ist jetzt schlimm, oder? Und jetzt habe ich dann gemerkt, es ging wieder rauf später. Und das ist eben, und ich bin ja Schweizer, bei uns ist das mit den Wanderungen so ein Klassiker. Es geht immer rauf und runter. Also Sie können wandern in der Schweiz, es geht immer rauf und runter. Es geht nicht immer rauf und es geht auch nicht immer runter, sondern die Regel ist, es geht immer rauf und runter. Und das ist etwas, das weiß ich, so ist es. Und so ist meine Lebenserfahrung, da möchte ich, weil ich sehr, sehr viel für die 15- und 25-Jährigen kommuniziere, möchte ich denen auch sagen, das werdet ihr später noch besser verstehen, dass ihr gerade in den Niederlagen am meisten lernt. Dazu gehört es halt, sich auch für Spiritualität zu öffnen. Dazu gehört es einfach auch zu erkennen, es gibt vielleicht etwas über uns, was wir durch Forschungsergebnisse niemals werden in Zahlen fassen können, und einfach ein Vertrauen aufzubauen. Genau, das ist wichtig, dass man versteht, dass wirklich die Kraft der Liebe eine große Kraft ist und dass auch die Kraft der Wahrheit eine große Kraft ist. Ich sage immer, wenn man am Schluss irgendwann nicht mehr weiß, was oben und unten ist, dann soll man 2 Fixsterne wählen. Der eine ist die Wahrheit, der andere ist die Liebe. Und man soll unbedingt versuchen, alles danach auszurichten, weil am Schluss profitiert man. Oder man sagt immer, was ist die beste Management-Theorie und wie kommt man überhaupt vorwärts? Ja, also Management heißt ja eigentlich, dass man die Dinge gut ordnet.
um ein Ziel zu erreichen. Aber das Ziel muss auch gut sein. Wenn man ein super Ziel hat und man baut dann unglaublich viele Waffen und Landminen und wird Milliardär, dann hat man das Ziel so falsch gesetzt, dass man irgendwann kommt und sagt, jetzt muss ich eine Stiftung gründen, denn alles Geld, das ich verdient habe, hat ja eigentlich den Leuten die Beine weggerissen. Also wenn man dann die Kinder sieht, die auf die Landminen getreten sind, die man gebaut hat, dann merkt man, meine Güte, was habe ich getan? Also das Ziel war irgendwie falsch. Und darum ganz früh schon Liebe und Wahrheit als Ziel zu nehmen und dann in allen Lebensschritten versuchen, sich zu fragen, wie nahe bin ich jetzt denn der Liebe? Wie nahe bin ich der Wahrheit? Und manchmal ist man weit weg. Und das heißt jetzt nicht, dass man dann sagen soll, okay, also dann bin ich ein Versager und jetzt wäre Zeit für einen Selbstmord, sondern dann soll man einfach sagen, das ist jetzt halt nicht so gut gelungen. Ich versuche es das nächste Mal wieder. Was können wir tun? Also sprich, in welchen Bereichen müssen wir was ändern, gesellschaftlichen Bereichen, damit wir diese Ziele auch voranbringen können? Also sprich, müssen wir andere Schulsysteme aufbauen? Da geht es ja letztendlich schon los. Da geht es ja schon los mit der Ellenbogengesellschaft. Mein 8-jähriger Sohn hat neulich so schön zu mir gesagt, Papa, Geld ist doch eigentlich nur bedrucktes Papier. Warum wollen alle Menschen das haben? Aber er hat viel verstanden. Er hat viel verstanden, aber alle wollen es haben und alle brauchen es auch, um in diesem System zu überleben. Haben Sie eine Alternative? Also ich sage mal, das sind natürlich große Fragen, wie der Finanzkreislauf neu strukturiert werden soll. Oder dass da etwas falsch läuft, ist völlig klar. Es sind auch die Frage, wie komme ich aus der Gewaltspirale heraus, was ist die richtige Ernährung, wie viel soll ich am Job überhaupt die Zeit verbringen, was jetzt ja modern ist, dass die Männer dann auch einen Tag mit der Familie sind, was früher noch ganz anders war, dann die Rolle zwischen den Männern und den Frauen oder wie macht man das mit dem Smartphone, wie viele Medienstunden sollen die Kinder haben, sollen sie die ganze Zeit unlimitiert auf dem Internet sein oder soll man das als Eltern begleiten oder das sind 1000 Fragen und am Schluss habe ich das Gefühl, geht es um Bewusstsein. Also am Schluss ist es wirklich für mich, ich kann nur für mich sprechen, wichtig, dass ich ein Bewusstsein entwickle, das nicht zu mehr Gewalt führt. Ein quasi kollektives Bewusstsein mit allen Menschen, auf die man das abstrahlen kann. Ja, es ist wie ein Leuchtturm. Wenn man das selber hat, dann beeinflusst man das Umfeld. Genau. Und ich selber merke ja auch, ich wurde auch beeinflusst von Menschen mit ihrem Bewusstsein. Ich kann mich erinnern, ein Lehrer, der mir gesagt hat, das Wesentliche sind nicht die Antworten. Und ich habe noch gedacht, ja, was erzählt denn der? In jeder Prüfung war es ja entscheidend, die richtige Antwort zu haben. Und er hat gesagt, das Wesentliche sind die richtigen Fragen. Wenn man die richtigen Fragen hat, ja, die Frage zum Beispiel, was will ich eigentlich? Was ist mein wichtigstes Ziel? Oder wen liebe ich am meisten? Wer gehört zu meinem engsten Kreis? Oder wo habe ich die Wahrheit völlig verpeilt? Wo wurde ich so am meisten angelogen? Und wenn man diese Fragen anschaut und das aufdröselt, dann hat man viel schnellere Einsichten, als wenn man sich 1000 Stunden lang mit irgendwelchen Quizfragen beschäftigt. Wer wurde 1963 deutscher Meister? Ja, okay, es spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Das ist nur Unterhaltung. Die falschen Fragen führen auch zu einer Verwirrung. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, wenn man jetzt das Bewusstsein meiner Meinung nach an sich trainiert, dann trainiert man eigentlich immer die eigenen Gedanken und Gefühle. Das heißt, man ist wie ein Adler, der über der Maus fliegt. Man ist aber beides. Man ist sowohl der Adler wie die Maus. Oder man sagt, ja, 2 Mäuse. Die eine Maus sind die Gefühle, die eigenen. Die andere Maus sind die eigenen Gedanken. Und die muss man immer beobachten können. Man muss sagen, jetzt denkst du das, interessant. Jetzt fühlst du das, warum eigentlich? Also ich mache das ganz intensiv. Also ich beobachte mich zum Beispiel und sehe, jetzt bist du verärgert. Und dann denke ich, warum bist du eigentlich verärgert? Also der Adler sieht die Mäuse, die eine Maus ist ganz schlecht, die läuft dann schon rot an, dann ist sie sauer. Und dann die rote Maus denkt, warum ist sie eigentlich sauer? Und dann im ersten Moment, das ist frappierend, dann weiß ich es gar nicht. Und dann erst, wenn ich es aufdrösle, merke ich, du hast vor einer halben Stunde ein E-Mail bekommen, in dem stand irgendetwas, was dich geärgert hat. Das hast du aber so schnell weggeklickt und beantwortet, dass es für dich schon erledigt ist, aber emotional hängt das noch im System. Es ist noch da. Es ist noch da. Und wenn Sie keine Bewusstseinsarbeit machen, dann wissen Sie das nicht. Sie sind einfach in irgendeiner Laune aus einem unerfindlichen Grund. Und der Vorteil ist, wenn man das Bewusstsein erweitert, dann weiß man immerhin, warum man sauer ist. Man ist dann trotzdem noch sauer, aber man kann es schneller abbauen, muss ich jetzt mal so sagen. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass wenn ich wenig gegessen habe und ich komme nach Hause und ich hatte einen sehr harten Tag, dass dann diese Stunde, bevor die Kinder ins Bett gehen, die wird hart. Ja.
Das ist ganz gefährlich. Die kennt jeder als Die kennt jeder, Eltern, ja. der in unserer Lage ist, der kennt das Ja. und weiß viel im Kopf von, ich muss noch dieses Manuskript fertig machen, 350 Seiten, ich fliege morgen nach Hamburg, darf den Flieger nicht vergessen und das kümmern doch die Kinder nicht. Nee. Das ist ihnen scheißegal. Die leben ja so schön im Jetzt. Ja, die denen wollen fehlt der Schnuller oder die wollen was essen. Ja, die sollten noch das Zimmer anfangen. Und auf jeden Fall kommt man dann in diese andere Situation rein und das Nachtessen hat man verpasst, weil man eben Überstunden im Büro gemacht hat. Das ist ganz normal heute, dieses Multitasking. Und dann nütze ich dieses erweiterte Bewusstsein, dass ich sage, okay, du bist nicht in Bestform, gib's dir zu. Diese Mäuse sind schon beide so ein bisschen rot angelaufen. Und jetzt musst du noch friedlich bleiben, weil etwas geht dann schief. Irgendetwas geht schief, was es auch immer ist. Die Frau sagt das Falsche, die Kinder sagen das Falsche. Und dann merke ich, geht bei mir dieser Zeiger so, dann schlägt er aus. Dann passt es mir nicht. Weil ich sonst, wenn ich Sonntagmorgen ausgeschlafen, gut gegessen, dann kann irgendjemand irgendetwas sagen. Also dann lache ich und sage, ja, wir sind eine glatte Nummer, alles ein bisschen verrückt, oder? Dann ist man entspannt. Und das gleiche im Geschäft. Ja? Wenn man gut genährt, voll entspannt, ausgeschlafen und viele tolle Feedbacks bekommen hat, dann ist man ein Yogi. Aber wenn man am Anschlag wenig zu essen, zu wenig Schlaf, viele negative Informationen, dann vielleicht noch Sorgen, Gesundheit, Finanzen, was auch immer, der Tod in der nächsten Umgebung, jemand ist gestorben, dann ist man am Anschlag. Und dann ist es umso wichtiger, dass man sich beobachtet und dann sozusagen die Dinge lenkt. Weil wenn es unbewusst läuft, führt es zu neuen Spiralen. Man schreit irgendjemand an, der nichts dafür kann das aber später nicht zugeben, weil sonst wäre ja blöd. Man würde sagen, ja, ich habe dich angeschrien, weil früher ist etwas passiert, mit dem du nichts zu tun hast. Aber so ist es halt. Da kommt das Ego dann ja auch in die Quere. Ja klar, das Ego sagt, du hast recht, mach den nieder, mach ihn kaputt. Das Ego kommt vor allem im Verkehr. Der hat mir den Rechtsvortritt genommen und so. Dann ist man mit dem Auto hinten dran und wenn man irgendwie Raketen auf dem Auto hätte, würde man den wegpusten. Einfach vom Gefühl her. Und wenn man das aber beobachtet, dann ist das eine wunderbare Reise, eine spannende Reise und das ist eigentlich für mich der Kern der Friedensforschung. Also wenn man diese ganzen Gewaltgeschichten sieht, dass man dann sagt, okay, Gewalt ist keine Lösung, wir sehen, es gibt Lüge, es gibt Gewalt in Kombination, aber es gibt auch Wahrheit und es gibt auch Liebe in Kombination. Und wenn man die größten, erfolgreichsten Filme anschaut oder die erfolgreichsten Bücher überhaupt, die haben immer mit Liebe und mit Wahrheit zu tun. Weil es das ist, was wir Menschen wollen. Wir wollen geliebt werden. Und wenn wir geliebt werden, können wir auch Liebe weitergeben. Ich glaube, auf diesen Nenner kann man das ja bringen. Und Sie haben es eben so schön gesagt, der Leuchtturm zu sein. Letztendlich auch aus schwierigen Situationen was Positives zu machen und damit andere auch anzustecken. Weil es hat ja zum Beispiel auch tatsächlich Versuche gegeben. Also in New York hat es zum Beispiel mal eine Meditation gegeben für weniger Gewalt. Und es war tatsächlich so, dass laut Polizeistatistik an dem Tag es der gewaltfreiste Tag in New York war. Also das heißt, man kann über Bewusstsein eine Menge machen und man muss dazu kein Yogi sein. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es zwischen Yogi und dem Normalo eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, das für sich zu entdecken, womit man quasi zu einer inneren Zufriedenheit gelangt und zu innerem Frieden, den man dann auch ausstrahlen kann. Ja, also der Dalai Lama sagt, Zitat, es kann keinen äußeren Frieden geben, ohne den inneren Frieden. Es ist nicht möglich. Man hat immer das Gefühl, ja, also ich habe zwar super viel Wut und Hass in mir, aber ich bin ja an der Demonstration gegen die NATO, also ist alles auf Kurs. Ist eben nicht so. Ist eben nicht so. Es ist besser, wenn man eigentlich selber um den Frieden in sich ringt, ja, und das ist ein endloses Ringen. Ich will überhaupt nicht sagen, ich habe das sozusagen jetzt gemacht und jetzt ist alles super. Es ist auch nicht leicht, es kostet Kraft, aber es ist super toll. Also ich sage es ja wirklich auch denen, die Lust haben darauf, das zu machen, es ist wirklich eine der spannendsten Reisen. Das ist wie wenn man mit dem Snowboard also einen unverschneiten Hang runterfährt, der richtig steil ist. Das ist schwierig, es ist toll, es ist einfach eine Erfahrung. Herr Dr. Ganser, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich möchte mit einem Zitat enden von einem berühmten Astronauten, der gesagt hat, wenn jeder Mensch die Chance hätte, aus dem Weltall auf die Welt zu schauen, dann gibt es keine Kriege mehr. Machen wir uns das bewusst. In diesem Sinne, tschüss.